Das hier ist der parabolische SAR-Indikator. Der zeichnet solche Punkte hier, um die aktuelle Kursrichtung anzuzeigen. Und wir wollen uns mal anschauen, wie man den automatisieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Parabolic SAR-Indikator verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst binden wir die Trade-Bibliothek ein, um Handelsfunktionen zu verwenden. Wir erstellen eine Instanz der Klasse cTrade, um Handelsoperationen zu verarbeiten. In der Funktion OnTick berechnen wir den Ask-Preis mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolAsk und normalisieren ihn auf die Anzahl der Ziffern für das aktuelle Symbol. In ähnlicher Weise berechnen wir den Bitpreis unter Verwendung des Parameters SymbolBit und normalisieren ihn. Wir erstellen einen leeren String namens Signal, um unser Handelssignal zu speichern. Außerdem erstellen wir ein Price-Array vom Typ MQArates, um Preisdaten zu speichern. Wir legen das Array als Serie an, um es von der aktuellen Kerze abwärts zu sortieren. Anschließend füllen wir das Array mit Hilfe der Funktion CopyRates mit den Kursdaten der letzten 3 Kerzen. Als nächstes erstellen wir ein Array, das die SAR-Werte enthält. Wir definieren den SAR-Indikator mit der Funktion ISAR mit Parametern für das Symbol, den Zeitraum, den Schritt und das Maximum. Wir legen das SAR-Array als Serie an, um es von der aktuellen Kerze abwärts zu sortieren. Wir füllen das SAR-Array mit Hilfe der Funktion CopyBuffer mit den Daten aus dem Indikatorpuffer für die letzten 3 Kerzen. Wir berechnen den Wert des SAR für die letzte Kerze und normalisieren ihn auf 5 Dezimalstellen. Um ein Kaufsignal zu erzeugen, prüfen wir, ob der letzte SAR-Wert unter dem Tiefstwert der vorherigen Kerze liegt. Ist dies der Fall, setzen wir das Signal auf Kaufen. Für ein Verkaufssignal prüfen wir, ob der letzte SAR-Wert über dem Hoch der vorangegangenen Kerze liegt. Ist dies der Fall, setzen wir das Signal auf Verkaufen. Wenn das Signal Verkaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir eine Verkaufsorder für 10 Mikrolots zum Bitpreis aus, mit einem Take-Profit 200 Punkte darüber und einem Stop-Loss 150 Punkte darunter. Wenn das Signal Kaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir eine Kauforder für 10 Microlots zum Ask-Preis aus, mit einem Take-Profit 200 Punkte darunter und einem Stop-Loss 150 Punkte darüber. Zum Schluss geben wir das Signal mit der Funktion Comment auf dem Chart aus. Wir drücken F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der Code alles macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos anschauen. Wenn die Kompilierung erfolgreich war, kehren wir zum MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor im Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den Parabolic SAR-Indikator verwendet, um mit nur wenigen Zeilen MQL-Code Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich denke, jetzt sollten Sie jede Menge offene Positionen und die Punkte auf Ihrem Chart haben. Wenn das zu schnell war, dann ist vielleicht der Premium-Kurs für Sie interessant, den finden Sie auf der Webseite. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.